Hallo, hier ist wieder der Paul, euer Sportmediziner. Der Raphael hat euch ja schon viel über Kadenz, Schrittfrequenz erzählt und ich habe euch vorher ein bisschen was über Lauftechnik erzählt und wie kann man das Ganze eigentlich umsetzen, auch außerhalb des eigentlichen Lauftrainings. Und da ist diese klassische Methode Lauf-ABC. Das ist ganz klassisch aus der Leichtathletik. Ich würde euch die Übungen zeigen und erkläre immer ein bisschen was, weshalb auch die Übungsabfolge so wichtig ist und weshalb die einzelne Übung so wichtig ist. Zeige euch schon ein bisschen die Technik. Erste Übung, Fußgelenksarbeit. Die ist körperlich am wenigsten anstrengend. Da geht es eigentlich erstmal darum, die klassische gute Laufhaltung einzunehmen, eine gute Armtechnik zu haben und das Laufen eigentlich nur aus den Sprunggelenken heraus zu üben und gar nicht wirklich vom Boden abzukommen und eher sozusagen den Fußabdruck so ein bisschen zu üben. Und auch, das kann man dann zum Ende der Übungen machen, auch so ein bisschen auf eine höhere Frequenz zu kommen. Ne? Ihr seht, das ist eine deutlich höhere Frequenz, als wir jetzt beim Laufen im Bereich von 5 bis 6 Minuten haben. Diese Übung 30 Meter oder kürzer oder länger, je nachdem, wie fit ihr gerade seid. Zweite Übung. Da geht es auch schon in Richtung bessere Laufhaltung und in Richtung mehr mit den Beinen, mit den Knien weg vom Boden kommen. Das ist der klassische Kniehebelauf. Auch wieder auf die Körperspannung achten und auf einen guten Abdruck aus dem Fuß achten. Und die Knie sollten schon mindestens über 90 Grad kommen. Und das würdet ihr merken, ist schon ziemlich anstrengend. Ziemlich anstrengende Übung, da ist auch die Spannung schon mehr in den Händen drin. Ihr habt gesehen, ich hatte die Finger gestreckt. Nächste Übung, wieder etwas entspannter, aber eher auch so ein kleiner Test, ob denn die Hüfte gut gestreckt ist, anfersen. Beim Anfersen ist auch wieder das Prinzip, wir kommen eigentlich locker aus den Sprunggelenken und gehen nur ganz entspannt mit der Ferse Richtung Po und versuchen, wenn möglich, ist bei vielen nicht möglich, mit der Ferse am Po anzuschlagen. Kommen wieder aus einer guten Armtechnik heraus. Und wer da merkt, dass er gar nicht die Hüfte strecken kann, der sollte unbedingt den Hüftbeuger wieder mehr dehnen. Übung Nummer 3, Seitschritt-Sprunglauf. Eine klassische Übung, die einerseits wieder die Sprunggelenke trainiert, weil so ein bisschen den Rechts-Links-Trall oder das Rechts-Links-Abfangen oder das Außen-Innen-Abfangen trainiert und andererseits trainiert es die seitliche Gesäßmuskulatur. Schön mit Schwung in den Sprung hinein und dann seitlich den Sprung abfangen. Und Übung Nummer 5 wäre Seitschritt-Sprunglauf auf der anderen Seite. Wir machen das Ganze ja 10 mal 30 Meter. Das heißt, 30 Meter lang habt ihr das rechte Bein vorne, 30 Meter lang habt ihr das linke Bein vorne. Nächste Übung, auch wieder so ein bisschen mehr für die Sprunggelenke. Man kann das aber in verschiedenen Variationen machen. Das sieht man ja häufig beim Fußball. Kreuzschrittlauf. Auch so ein bisschen Ziel dabei, die Rumpfstabilität zu üben. Und man kann da sich sehr gut die Arme als Maß nehmen und bewegt sozusagen das hintere Bein vor das vordere Bein und dann entsprechend das vormals vordere Bein wieder zurück und überkreuzt beim nächsten Mal mit dem hinteren Bein das vordere Bein über die Ferse. Ich mache es euch vor. Und da sage ich immer, Ziel ist, den Kopf nicht zu bewegen. Und ihr habt ja auch gemerkt, ich bewege die Arme ein bisschen, aber da möglichst wenig zu bewegen, dass man im Oberkörper stabil bleibt. Ich zeige das nochmal in 2 anderen Varianten, die dann sozusagen die verstärkten Übungsausführungen wären. Das wäre einerseits Kreuzschrittlauf mit hohem Knie, um so ein bisschen den Kniehub wieder zu trainieren. Zeige das einmal vor. Knie hoch, Knie hoch, Knie hoch. Nochmal zur anderen Seite. Knie hoch, Knie hoch,
Knie hoch. Und um so ein bisschen den Abdruck, das Abrollen zu trainieren, kann man das Ganze noch kombinieren mit Knie hoch und Unterschenkel ausgestreckt. Nur noch einmal für die, die das probieren wollen, damit ihr wisst, wie das aussieht. Übung Nummer 8 wäre Scherschrittlauf. Hier geht es auch wieder darum, das Gesäß gut zu trainieren, die Sprunggelenke gut zu trainieren, eine gute Armtechnik zu haben. Ich zeige es euch einmal vor. Ein Scherschrittlauf, der auch eher auf Frequenz trainiert sein sollte, nicht auf möglichst hoch die Beine zu bewegen. Nochmal zurück. Übung Nummer 9 wäre Anfersen im Dreierrhythmus. Ist auch wieder so ein bisschen koordinativ. Das heißt, wir kommen aus der Übung Nummer 1, Sprunggelenksarbeit, heraus und machen mit jedem dritten Schritt ein Anfersen. Ich zeige das einmal vor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nochmal zurück. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und auch hier könnt ihr wieder spüren, kommt der A mit der Ferse hinten zum Po und B, wie weit ist die Hüfte gebeugt, wenn ihr nach hinten geht. Wenn ihr merkt, dass ihr gar nicht mit dem Hüfte so richtig nach hinten kommt, beziehungsweise mit dem Knie nach hinten kommt, solltet ihr mehr den Hüftgelenksbeuger dehnen. Letzte Übung, und ich finde, bei der kann man fast schon ins Laufen übergehen. Kniehub im Dreierrhythmus, auch wieder schnelle Schritte, Training der Kadenz, der Schrittfrequenz, und bei jedem dritten Schritt Knie anheben und dann auch mit einem schönen Ausstrecken des Unterschenkels einen guten Abdruck trainieren. Das war mein leichtathletisches Lauf-ABC. Wenn man das Ganze mit einem Sprinttraining verbinden möchte, kann man beispielsweise nach den Übungen, die man so bestenfalls jeweils 30 Meter machen sollte, zum Entspannen immer wieder zurückgehen, beispielsweise auch so mit 6 schnellen Laufschritten im Sprinttempo beenden. Unser Thrive Lauf-ABC besteht aus 10 Übungen, a 30 Meter, 30 Meter die Übung, 30 Meter zurückgehen. Das Ganze kann man 2 bis 3 Mal wiederholen. Wenn man das als Erwärmung vor dem Wettkampf macht, dann eben nur einmal. Übung Nummer 1, Sprunggelenksarbeit. Übung Nummer 2, Kniehub. Übung Nummer 3, Anfersen. Übung Nummer 4, Seitschrittsprunglauf rechts. Übung Nummer 5, Seitschrittsprunglauf links. Übung Nummer 6, Kreuzschrittlauf rechts. Übung Nummer 7, Kreuzschrittlauf links. Übung Nummer 8, Scherschrittlauf. Und Übung Nummer 9, Anfersen im Dreierrhythmus. Und Übung Nummer 10, Kniehub im Dreierrhythmus.